Heute beschäftigen wir uns mal etwas mit Material und zwar mit einem Mundstück, dem Yamaha Bobby Shoe Lead Mundstück. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico Leikam Trompetentraining. In der letzten Zeit musste ich öfter mal hoch hinaus, das heißt ständig E's, F's und auch G's abrufen und mein normales Mundstück, habe ich gemerkt, bringt mich an meine Grenzen bzw. ist nur mit extrem viel Aufwand in diese Lagen zu bringen. Da möchte ich natürlich ein Mundstück, was mich etwas unterstützt, damit mir eben diese Lage leichter fällt. Da ich in der Vergangenheit schon öfter mal zu diesem Mundstück gefragt worden bin, habe ich mir gedacht, es ist ein Versuch wert und ich habe es mir mal bestellt und hier ist das gute Ding. Also man sieht, es ist ein Silbermundstück und es hat einen Kesseldurchmesser hier von 16,54 mm, eine Bohrung von 3,56 mm. Das Mundstück ist flach, klar, es ist ein Lead-Mundstück, das darf nicht allzu tief sein, da kommt es auf die Höhe drauf an, da hilft uns natürlich ein flacher Kessel viel mehr als ein tiefer Kessel. Wir haben hier auch einen halbrunden Rand, das heißt, wir haben keine scharfe Kante, das kommt mir eigentlich in der Höhe ziemlich gut entgegen. Natürlich eine scharfe Kante bringt automatisch wieder Kontrolle mit sich. Das Problem ist aber auch, es geht auf die Muskulatur. Deswegen bin ich sehr zufrieden, dass es halbrund ist. Das heißt, man spürt zwar das Mundstück, es fühlt sich angenehm auf der Lippe an und ich mache mich nicht komplett tot. Das ist eine gute Sache. Es ist natürlich ein kleines Mundstück, das heißt, es ist nicht für die mittlere oder tiefe Lage geeignet. Es ist kein Allround-Mundstück. Da geht es einfach darum, dass man sich oben unterstützt, damit die hohen Dinger eben rauskommen. Die Frage ist natürlich immer, ab welcher Tonlage bringt uns das etwas und warum sollte man dann eventuell in Betracht ziehen auf ein solches Mundstück. In der Regel ist es ja so, dass wir uns im mittleren bzw. tiefen bis maximal hohen Bereich von C3, vielleicht noch D3 bewegen. Da brauche ich einen vollen Sound, ich brauche was Rundes, was Voluminöses, was eben zu meinem Ensemble passt. Spielst du im Blasorchester oder spielst du im Ensemble? In der Big Band ist es wieder was anderes wie in der Dixie-Combo und da muss man einfach schauen, dass das Material klanglich dazu passt, aber ganz wichtig, dass man sich natürlich auch wohlfühlt, denn schließlich ist das Mundstück die Kontaktstelle von Lippe, von unserem Körper zum Instrument. Und da ist es eben wichtig, dass wir uns möglichst angenehm auf dem Material fühlen. Also zurück zum Mundstück. Es ist für die hohe Lage gebaut. Das heißt, alles, was übers G2 kommt, ist auf jeden Fall eine Unterstützung, da kann ich das Mundstück gut einsetzen. Die Gefahr ist allerdings auch bei dem Mundstück, dass es schnell schreiend wird. Also Lautstärke, wenn ich es übertreibe, macht das Mundstück komplett auf und schießt alles weg, was da irgendwo sitzt. Also brutal laut kann dieses Mundstück werden, da muss man sich wirklich zurückhalten. Und wenn ich zu viel mache, überschlägt sich gerne der Ton nach oben. Das heißt, auch da etwas mit Vorsicht zu genießen. Aber ich merke, wenn ich beim G2 starte, also das C3 erreiche ich, ohne dass ich irgendwas ändere. Jawohl. Und ich merke im Gegensatz zu meinem normalen Mundstück, dass es auf jeden Fall wesentlich leichter auf diesem hier zu spielen. Also überhaupt kein Problem, da zum Beispiel bis zum E zu kommen. Das heißt, alles, was über dem C3 liegt, ist mit diesem Mundstück wirklich gut zu erreichen. Wenn ich jetzt richtig auf Fortissimo gehe, bei meinem normalen Mundstück, bin ich hier mindestens eine Stufe lauter, wenn nicht sogar zwei. Also unglaublich vorsichtig mit dem Ding spielen und was vor allem auch wirklich wichtig ist, der Ton wird sehr schnell spitz. Das heißt schrill, eventuell sehr hell, aber mein Gefühl ist, der Ton wird sehr spitz. Er setzt sich durch, klar. Und wenn du ein Trompetenregister hast mit noch 4 Kollegen, die alle sich da in einer hohen Lage bewegen, kannst du dich in der Leadstimme auf jeden Fall drüber hinwegsetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist allerdings immer, möchte man das? Also passt das Mundstück zu deinem Klangideal. Ich mache es nicht so gerne so spitz und ich mache es auch gerne nicht schrill. Ich möchte gerne noch einen vernünftigen Ton haben. Allerdings bringt die hohe Lage natürlich seine Anforderungen mit sich. Das heißt, wenn ich nach oben gehe, möchte ich natürlich einen helleren Ton haben, das ist ganz klar. Ist das Mundstück größer, muss ich mich komplett abmühen. Das heißt, wenn ich mit meinem Standardmundstück mich da oben beim E bewege bis zum F, dann muss ich unglaublich viel Energie einstecken in dieses Mundstück, in die Trompete, damit oben einfach diese Töne kommen. Bei dem Mundstück habe ich das Gefühl, das läuft automatisch. Ganz im Gegenteil, ich muss sogar aufpassen, dass die Töne sich nicht überschlagen, beziehungsweise zu hell, zu schrill, zu spitz werden. Also man muss vom Gefühl her eigentlich im Mezzo forte spielen und es kommt klanglich forte raus.
Es kommt uns natürlich entgegen, weil auch da können wir wieder Energie spielen, ökonomisch spielen und dementsprechend uns natürlich auch über einen längeren Zeitraum mit diesem Mundstück beschäftigen, beziehungsweise beim Auftritt auf diesem Mundstück spielen. Was mir gut gefällt bei diesem Mundstück, dadurch, dass der Rand halbrund ist, das heißt nicht zu scharfkantig ist, kann ich ohne Probleme auf mein normales Standardmundstück wechseln. Natürlich fühlt sich das Standardmundstück größer an, das brauche ich auch für ganz andere Dinge, aber ich habe keine Probleme von dem einen aufs andere Mundstück und wieder zurückzuwechseln. Das habe ich bei Auftritten jetzt auch schon ausprobiert in den letzten 2 Wochen, das hat wunderbar funktioniert. Das heißt, zum Beispiel in der hohen Lage, wenn ich weiß, jetzt geht es mal über einen längeren Zeitraum oder bei einem Stück eher immer bis zum E, bis zum F, dann kann ich mir hier die Unterstützung holen. Schwierig wird es natürlich, wenn ich auch ständig in der Mittellage spielen muss oder sogar noch tiefer. Dann habe ich den Mundstückwechsel. Das habe ich in einem Stück eher ungerne. Bleibe ich gerne auf einem Mundstück während dem Stück über, danach ist überhaupt kein Problem. Aber das Problem ist, man hat natürlich dann diesen Mundstückwechsel. Es geht eigentlich ganz gut, es ist keine Ideallösung, aber man kann sich damit unterstützen. Also, meine Empfehlung ist, für 59 € dieses Lead-Mundstück zu kaufen, ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Bobby-Schuh-Mundstücke gibt es auch noch von einem anderen Hersteller, da kosten sie 98, 99 € roundabout. Die kenne ich jetzt nicht, ich habe dieses Yamaha mir besorgt, weil es mit der Bach-Trompete meines Erachtens nach sehr gut harmoniert und gut zusammenpasst. Der Sound transportiert sich gut, die Trompete spielt sich auch wirklich frisch und da bin ich absolut zufrieden damit. Die Frage ist natürlich, passt es für dich? Das kann man pauschal nicht sagen, denn immer ist natürlich eine individuelle Betrachtung entscheidend. Gefällt dir der Klang? Fühlst du dich auf dem Mundstück wohl? Gehst du mit den Lippen ein bisschen zu weit rein, bist du beim flachen Mundstück natürlich sofort im Kessel, das heißt, da kommt kein Ton mehr. Und da musst du einfach individuell schauen. Es gibt eine riesengroße Palette an Liedmundstück. Ich habe da auch um die 15 jetzt schon ausprobiert und bin letztendlich für meine Einsatzgebiete, ich spiele jetzt nicht in der Big Band, aber öfter mal natürlich Egerländer, wo es auch mal hoch hinausgeht in der Trompete, beziehungsweise im Blasorchester, auch bei den modernen Earth, Wind Fire etc. Da muss auch mal raus, da nehme ich gerne das Mundstück, weil ich ohne Probleme dann bis zum E zum Beispiel komme, was eben in dem Stück gefordert ist. Kann mich damit unterstützen, kann aber auch ohne Probleme wieder auf mein großes Mundstück zurückwechseln. Das heißt, da habe ich eine gute Kombination gefunden. Ist es die Endlösung? Wahrscheinlich nicht. Ich suche ja immer weiter und bin natürlich auch immer neugierig am Ausprobieren. Aber eine Empfehlung für dich, probier das mal aus. Wenn du dich in der hohen Lage unterstützen möchtest, vielleicht passt es für dich ja ganz gut. Für mich eine gute Lösung, allerdings mit Vorsicht zu genießen, wegen Lautstärke und wegen dem Spitzenton, ihr wisst noch. Ja, das war's kurz und knapp zu diesem Mundstück. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.